Mit Heidenheim gegen Dortmund starten wir den 20. Spieltag. Das war in der Hinrunde ein sehr interessantes 2:2. In der Rückrunde bislang haben die Dortmunder richtig gut gespielt, haben bislang alle Spiele gewonnen. Heidenheim steht auch immer noch sehr, sehr solide da, haben einen komfortablen Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Ich glaube sowieso nicht, dass die diese Saison absteigen. Da gibt es ein paar Mannschaften, die sind deutlich schlechter als Heidenheim. Und zu Hause, weiß ich nicht, ob das so eine klare Nummer ist für Dortmund. Eigentlich müsste ich Dortmund auf Sieg tippen, weil die haben momentan einen richtig guten Lauf, auch wenn sie nicht überragend spielen. Sie holen aber immerhin die Punkte und fahren die nötigen Ergebnisse dafür ein. Aber man müsste halt Heidenheim mal auf Sieg tippen, um mal ein bisschen entgegengesetzt zu punkten. Von daher würde ich sagen, mache ich mal eine 1:1. Ich bin mal ein bisschen mutig, ich mache mal hier eine 1:1. Ich weiß nicht, warum ich ausgerechnet das Spiel mache. Wahrscheinlich gewinnt das Dortmund wieder 3:0. Ist bei meinen Tipps immer so, wenn ich da irgendwie ein Unentschieden mache, dann gewinnt immer die andere Mannschaft. War letzte Woche übrigens auch schon wieder so. Naja, also Dortmund 1:1, mal gucken, ob Heidenheim gut mithalten kann. Am Samstag gibt es dann unter anderem Bayern gegen Gladbach, alter Klassiker. Die Gladbacher haben in Leverkusen sich 0:0 ermauert. Mal gucken, ob sie es auch in München schaffen. Die Münchner haben ja Zaragoza noch geholt, vorzeitig von Granada, glaube ich. Der sollte eigentlich erst im Sommer kommen. Dadurch, dass sich aber Coman verletzt hat in Augsburg, haben sie jetzt natürlich vorher nochmal zugeschlagen. Dann Sascha Boey, glaube ich, so wird er ausgesprochen, von Galatasaray, auch für die rechte Seite. Also die Bayern haben nochmal zugelegt auf dem Transfermarkt. Gladbach glaube ich nicht. Von daher wird das auch eine sehr, sehr schwere Nummer. Aber wenn die Gladbacher das so hinkriegen wie in Leverkusen, dann ist wahrscheinlich auch wieder ein Punkt drin. Aber ich glaube, in dem Fall würde ich die Bayern auf Sieg tippen. Ich mache mal ein 2:0. Vielleicht nicht so klar und deutlich, wie es vielleicht viele erhoffen oder erwarten. Aber vielleicht holt Gladbach ja auch einen Überraschungssieg. Wer weiß, hat es ja auch schon gegeben. Aber ich tippe mal 2:0 für die Bayern. Freiburg gegen Stuttgart, Derby-Time. Wer nimmt den Schwung hier mit? Die Stuttgarter. Nach dem Sieg gegen Leipzig überragend, 5:2. Ich hoffe es aus Frankfurt-Sicht, dass Freiburg ein bisschen hinter uns bleibt, aber wir müssen auch erstmal gegen Köln gewinnen, das haben wir auch noch nicht gewonnen. Ich tippe mal einen Stuttgarter Sieg. Ich mache auch mal ein knappes Ding, 2:1, weil Freiburg, ihr wisst, auch immer sehr, sehr unangenehm zu spielen. Aber so ein Derby, da können die wildesten Sachen passieren. Stuttgart hat Zagadou verloren, haben Mo Dahoud dazu geholt, sind immer noch ohne Girassi, weil der halt beim Afrika Cup, glaube ich, noch im Viertelfinale ist. Von daher bin ich sehr, sehr gespannt, aber die haben auch vorne Undav, die kriegen es auch ohne Girassi hin. Dann haben sie Leveling und Mio und wie sie nicht alle heißen. Silas fehlt, glaube ich, auch noch. Der ist ja auch mit dem Kongo weitergekommen. Auch ins Viertelfinale. Wahnsinn, was da beim Afrika Cup los ist. Naja, also ich glaube Stuttgart, oder ich hoffe, dass sie den Schwung mitnehmen und dann 2:1 in Freiburg gewinnen. Mainz gegen Bremen. Auch die Bremer haben sehr, sehr gut noch auf dem Transfermarkt zugeschlagen. 2 Spieler haben sie, glaube ich, noch geholt. Einen Verteidiger und einen Mittelfeldspieler von United. Mainz hat ebenfalls noch Amiri und Jessica Gangkam nochmal ausgeliehen von der Eintracht und von Leverkusen. Also auch die wollen es nochmal wissen. Geht ja jetzt um viel. Abstiegskampf und so weiter. Von daher könnte das auch eine sehr, sehr interessante Partie werden. Und deswegen ist das mein zweites Unentschieden, was ich hier tippe. Ich mache mal ein torreiches 2:2. Weil wie gesagt, Mainz muss, die stehen unten drin. Bremen will den Schwung mitnehmen aus dem Heimsieg gegen Freiburg. Und mal gespannt, wie sich die Neuzugänge machen. Wird ja auch immer sehr, sehr interessant dann zu sehen sein. Also von mir ein 2:2. Bochum gegen Augsburg, auch eigentlich ein typisches Abstiegsduell. Augsburg hat sich auch nochmal verstärkt, Bochum glaube ich nicht. Die Bochumer zu Hause ist auch immer sehr, sehr unangenehm. Wann immer ich auf Mannschaften getippt habe, die in Bochum gespielt haben, haben sie immer verloren. Ich habe auf Stuttgart getippt, haben verloren. Ich habe, glaube ich, auf Union schon von der Zeit getippt, haben sie auch verloren. Also von daher bin ich jetzt sehr, sehr vorsichtig, was so die Bochumer Heimspiele angeht. Ich tippe jetzt aber mal für Bochum, weil dann wird Augsburg nämlich gewinnen. Ich mache mal ein knappes 1:0, weil Bochum zu Hause diese Saison scheint irgendwie zu klappen. Und jetzt hoffe ich, dass das gegen Augsburg auch so ist. Dann kriege ich nämlich ein paar Punkte. Aber ich vermute leider, dass es ganz anders kommen wird. Darmstadt gegen Leverkusen, auch eine sehr witzige Geschichte. Darmstadt hat sich noch Sebastian Polter geholt. Haben dann also nach Gerrit Holtmann, glaube ich, den zweiten Ex-Bochumer jetzt an der Angel. Die wollen es halt auch nochmal wissen. Leverkusen, die sind auch nach dem 0:0 gegen Gladbach, glaube ich, auch weiterhin Favorit auf den Meistertitel. Ich sehe die auch noch ein bisschen gefestigter als die Bayern. Das wird ja dann spannend, weil nächste Woche spielt Leverkusen gegen Bayern. Ist jetzt noch nicht die Vorentscheidung um die Meisterschaft, aber es könnte so ein richtungsweisendes Spiel werden. Je nachdem, wie das dann halt ausgeht. Darmstadt zu Hause haben halt gegen uns noch ein Last-Minute-Remis geholt, aber ansonsten geht es halt für die auch ums nackte Überleben. Aber nicht gegen Leverkusen. Ich glaube, dass die Leverkusener da wieder ein bisschen souveräner auftreten, dass sie auch ihre Tore machen. Und von daher 3:1. Weil ich vermute, das eine Tor für Darmstadt macht dann doch Sebastian Polter. Dann haben wir das Topspiel Köln gegen Frankfurt. Sehr, sehr geil. Ausverkauftes Haus, gute Stimmung. Geht für beide Teams um viel. Die Kölner wollen nicht absteigen. Wir wollen ins internationale Geschäft, möglich in die Europa League. Also Platz 5 wollen wir schon anpeilen. Vielleicht geht ja sogar noch mehr die Saison. Weiß man alles nicht bei der Eintracht. Wir haben jetzt auch einen zweiten Stürmer. Hugo Ekitike, sein Name, von Paris Saint-Germain. Erstmal ausgeliehen.
mit der Option halt ihn dann auch zu verpflichten. War so ein Last-Minute-Deal so ein bisschen, also ist dann nach Frankfurt geflogen, so gegen 4:30 oder 4:30 ist dann gelandet. Am Campus, zack, noch einen kurzen Medizincheck, dann ist ja alles unterschrieben gewesen. Ich war noch zwischenzeitlich bei Sky Sport News zu hören mit einem meiner Kommentare. Florian Plettenberg hat sich schlapp gelacht, also ich habe im Leben alles erreicht. Tja, jetzt ist es halt wichtig, das auch auf dem Platz zu zeigen. Die Kölner, also wir wissen alle, wie das Spiel normalerweise ausgehen muss. Ich tippe jetzt auch mal ein 2:0 für die Eintracht. Ich kenne aber auch die Eintracht. Von daher weiß ich, dass wir auch sehr, sehr gerne mal ein Aufbaugegner sind und den Kölnern wahrscheinlich einen Sieg schenken, damit sie wieder Hoffnung haben auf den Klassenerhalt. Also ich hoffe auf ein 2:0. Ich befürchte aber leider einen anderen Spielausgang. Am Sonntag haben wir dann noch unter anderem Wolfsburg gegen Hoffenheim. Damit ist dann auch wieder alles gesagt. Also Wolfsburg mit der besseren Wettquote, Wolfsburg mit Niko Kovac, der ein bisschen unter Zugzwang schlägt. Der muss jetzt auch ein bisschen liefern und auch die Mannschaft muss liefern. Wie macht man das natürlich? Indem man Behrens von Union Berlin holt. Der kann natürlich auch voll einschlagen. Ne? Das ist jetzt so vom PR-Ding her und so von der Verpflichtung her, vom Transfer her vielleicht nicht so die Bombe, die man sich jetzt vielleicht in Wolfsburg erhofft hatte. Aber was machst du, wenn der einschlägt? Ihr lasst ihn in den ersten 5 Spielen 4-mal treffen oder 5-mal treffen. Dann geht er wahrscheinlich im Sommer noch mit zur EM, so gefühlsmäßig, keine Ahnung. Und Hoffenheim ist halt Hoffenheim, ne? Die spielen halt auch mal 1:1 gegen Heidenheim zu Hause, die können aber auch überragende Spiele machen. Von daher, ist das auch wieder ein Unentschieden? Ich weiß es nicht, keine Ahnung, ey. Also wenn ich da wirklich Geld setzen müsste, ich würde immer verlieren. Also wirklich, ich mache jetzt ja auch mal ein Unentschieden, ich mache ja auch mal ein 1:1, weil beide Teams wollen und ja, müssen vielleicht auch irgendwie, um mal wieder so ein bisschen in Schwung zu kommen. Beide können vielleicht auch noch nicht so, weiß ich nicht, schwer zu tippen. Also 1:1. Und Leipzig gegen Union, die wollen natürlich nach der herben Niederlage in Stuttgart mal wieder eine Reaktion zeigen. Ich glaube, die haben jetzt 3 oder 4 Niederlagen in Folge. Stuttgart, Leverkusen, Frankfurt und Bremen, glaube ich. Ne? Leipzig hat jetzt, glaube ich, die letzten 4 Ligaspiele allesamt verloren. Union haben auch nochmal, glaube ich, 1-2 Last-Minute-Transfers gemacht. Ein Stürmer, Vertessen heißt er, glaube ich, von der PSV Eindhoven. Ja, Leipzig hat, glaube ich, nichts mehr gemacht. Also nichts irgendwie, dass ich was Aktives mitbekommen hätte. Aber das wird Leipzig, glaube ich, wieder machen. Also die wollen auch oben dran bleiben. Die wollen jetzt da nicht rausrutschen unter den ersten 4 oder aus den ersten 4. Das wird sehr, sehr spannend. Ich mache mal hier ein 3:1. Das könnte natürlich auch höher werden, wenn Leipzig mal richtig Frust rauslässt. Vielleicht schafft Union ja die 5. Niederlage in Folge für Leipzig. Wäre, glaube ich, allen sehr recht. Und dann sind da sehr, sehr interessante Tipps. Wie gesagt, bei einigen, da konntest du halt auch echt wieder nur raten oder würfeln. Bei einigen habe ich so eine Vermutung, wie es dann eigentlich kommen wird. Zum Beispiel bei unserem Spiel in Köln. Aber ich bin erstmal froh, dass wir auch einen zweiten Stürmer haben. Mal gucken, wie der einschlägt oder halt auch nicht. Wir speichern und gucken wie immer mal auf die Gesamtübersicht. Wir sehen natürlich weiterhin, dass der Hegebusch mit 244 Punkten immer noch an der 1 steht, dahinter der Paul de Quino. Da hat sich also nicht so viel verändert. Man wartet so richtig, dass Hegebusch mal einbricht, aber der hat so ein gutes Näschen diese Saison. Wenn er das noch ein paar Spieltage durchzieht, dann ist er um 100 € reicher. Nochmal die Erinnerung, wer hier mitmacht und am Ende gewinnt, der gewinnt aufgrund des 5-jährigen Jubiläums dieser Ausgabe hier, dieses gesamten Projektes, nicht 50 € wie gewohnt, sondern 100 €. Also von daher, haut euch rein. Viel Glück mit euren Tipps auf jeden Fall. Ich bin 17. Wer hinter mir ist, ne? Seht zu, dass er mich noch überholt. Wer vor mir ist, der kann ruhig mal ein bisschen schlechter tippen. Und dann gucken wir mal, was dann am Ende bei rumkommt. Also viel Glück für eure Mannschaften, für eure Tipps. Ich wünsche euch wie immer ein schönes Wochenende. Und dann sehen wir uns nächste Woche mit Spieltag 21 wieder. Macht's gut und ciao.